Willkommen zum zweiten Teil, den Trägerstoßfänger an der Front zu demontieren. Wie die Front demontiert wurde, habe ich euch im ersten Teil gezeigt. Ich verlinke natürlich gerne nochmal hier oben, schaut ihn euch an. Und ja, es wird eher ein kurzes Video, weil die meiste Arbeit haben wir ja schon im Teil 1 getan. Jetzt sind es nur noch ein paar Schrauben, dann ist der Stoßfänger weg und wir können das Frontmodul sozusagen in die Serviceposition bringen. Im Film werdet ihr sehen, ich habe die Original BMW Mini Verschraubung, um in die Serviceposition zu kommen. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt hergehen, nimmt, wie ich hier eine zeige, eine längere Schraube im 8er Gewinde oder ihr nehmt gleich eine Gewindestange, die ihr dann vorne reinschrauben könnt und ihr könnt das Modul nach vorne ziehen. Ihr schaut, wie ihr es dann noch fixiert und ja, ihr habt Platz, um das ein oder andere im Frontbereich zu machen. Also ihr kommt auch zum Beispiel hin, wenn ihr die Lichtmaschine tauschen wolltet, den Klimakompressor, ohne jetzt also wirklich das komplette Frontmodul zu demontieren. Viele gehen auch noch her, machen dann auch noch die Klimaanlage weg. Muss nicht sein, wird sicherlich auch mal noch ein Thema sein in einem anderen Video, wie ihr das Frontmodul wegbekommt, ohne die Klimaanlage zu demontieren. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentarfunktionen stellen. Ich würde mich freuen, werde sie auch beantworten und viel Spaß. Hier kann ich euch jetzt auch noch zeigen, wie man den Prallschutz wegmacht. Ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wichtig ist, das Kabel vom Temperaturfühler, Außentemperaturfühler weg. Ihr habt dann auf jeder Seite 1, 2, 3, 4 Muttern und eine Schraube, die ihr lösen müsst. Auf der anderen Seite das gleiche. Und jetzt hier einer der wenigen Punkte, wo ich einen Schlagschrauber verwende. Ansonsten mache ich eigentlich alles mit der Hand, um sicher zu gehen, dass man nicht zu gewaltvoll an die Schrauben rangeht. Wie gesagt, 20 Jahre alt teilweise. Die sind sehr, sehr schnell abgerissen. Ja, hier wäre eigentlich normalerweise eine Schraube drin. Die fehlt, die wird später beim Zusammenbau hinzugefügt. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche. Ja, dann ist er lose. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ihn so abnehmen. Wenn es schwerer geht, müsst ihr etwas mit dem Gummihammer draufklopfen, dass ihr ihn losbekommt. Aber auch jetzt, Prallschutz ist weg. Da ich ja den Vorderachsträger abmontieren möchte, tauschen möchte gegen einen aufbereiteten, kann ich am besten hergehen und in den Service-Modus vom Frontträger gehen. Ich zeige euch mal ganz schnell, wie das geht. Wir müssen hier noch 2 Zehner mit dem Zehnerkreuz lösen. Die sind hier. Leider auch immer sehr, sehr, sehr rostig. Wie gesagt, hier wäre es auch ein Riesenfehler mit einem Schlagschrauber ranzugehen. Klar, ich könnte jetzt auch noch eine Ratsche nehmen, aber ich habe hier einfach viel, viel, viel mehr Gefühl. Und wenn ihr euch dann die Schraube anschaut, man muss einfach aufpassen. Jetzt müssen noch die 2 hier raus, um die Pralldämpfer zu lösen. Das sind eine 16er Nuss für beide. Wie immer links und rechts
mache ich mal schnell raus. Ich habe jetzt hier auch sicherheitshalber nochmal WD-40 ran gemacht. Auch hier habe ich vorher WD-40 drauf. Somit habt ihr die gelöst. Ihr könnt dran ziehen, sie gehen recht schlecht raus. Am besten natürlich wieder hergehen. Kunststoffhammer. Voilà. Um das Frontmodul jetzt in die Serviceposition zu bekommen, gibt es hier die Verlängerungen. Die sind das Original BMW Mini. Die schraubt man hier rein, links und rechts. Und man kann dann die Front nach vorne ziehen. Was man auch noch machen muss, hier oben wird noch ein Kühlrohr festgehalten, auch wiederum mit einer Zehnernuss, die am besten lösen. Und was jetzt ganz wichtig ist, wir haben hier noch etwas an Kabeln. Das sind diese hier. Hier haben wir noch die Hupe, auch hier wieder ein Clips, nach unten drücken, rausziehen, dann haben wir es in der Hand. Die ziehen wir jetzt hier durch. Das ist natürlich da links und rechts und das Frontmodul ist frei. Also Hube, Kabel nach hinten raus. Einmal. Na komm. Wenn ihr dann die Verlängerung drin habt, könnt ihr das nach hinten schieben. Es gibt dann hier extra noch die Splinte und dann kann man es auf beiden Seiten fixieren. Ja, und nachher schaut es dann so aus und man hat doch einiges an Platz, wenn man im vorderen Bereich was machen möchte. Ganz speziell, wenn vorne der Kurbelwellen-O-Ring getauscht werden sollte. So kommt man hin. Jo. Wie ihr gesehen habt, recht einfach. Ich denke, da war die Einleitung und jetzt eher das Schlusswort die längere Zeit. Ja, ich hoffe, ich konnte es euch verständlich zeigen. Ausführlich, das ist das, was ich eigentlich versuche. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen oder ja, Feedback, positiv, negativ, immer her mit, nur so kann ich besser werden. Das ist mein Anliegen. Ja, Teil 3 geht dann in dem Sinn so weiter, dass wir die Vorderachse runternehmen. Wird wieder etwas länger, wie gesagt, sehr ausführlich. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie immer, bitte lasst ein Abo da. Ich würde mich ganz arg freuen. Die Glocke ist natürlich auch sehr interessant. Ihr kriegt dann sofort Nachricht, wenn ich es hochgeladen habe. Ich wünsche euch was. Tschüss.